Hallo und herzlich willkommen zum 7. Spieltag der Soccer-Europameisterschaft 2020. Ja, ich darf heute wieder begrüßen, in voller Pracht heute, So ist es. René Hobeck. Hallo von meiner Seite. Ja, wir sind am 7. Spieltag angelangt. Heute, wie man sehen kann, spielt anscheinend Österreich. Ja, ich hoffe doch. Ja, fangen wir mal an mit Gruppe B. Das müssen wir vorerst mal klären, wer da die Nase vorn hat in Gruppe B. In Gruppe B spielt heute Belgien gegen Dänemark. Das könnte auch eine interessante Partie werden. Nein, mir das nicht. Nicht? Nein, mir das nicht. Die Dänen haben mich in der ersten Partie überhaupt nicht überzeugt. Die Last auf den Schultern von Eriksen ist zu groß. Belgier sind zu überlegen. Okay. Ja, und dann kommen wir schon zur Gruppe C wieder. Ja, da spielt heute die Niederlande gegen Österreich. Also dein Spiel, auf das du gewartet hast, auf alle Fälle. So ist es, vollkommen richtig. Und natürlich auch noch Nordirland gegen die Ukraine. Ja, die Nordiren gegen die Ukraine. Könnte, dadurch, dass es bei beiden jetzt wirklich schon um viel geht, könnte ein interessantes Spiel werden. Schauen wir mal. Ja, dann starten wir rein in die erste Partie. Ja, schauen wir uns das Spiel an zwischen Belgien und Dänemark. Dänemark diesmal zu Hause gegen die Belgier. Es wird nicht viel Unterschied machen. Ne? Befürchte ich nicht, nein. Der Schmeichel tut mir heute schon ein bisschen leid. Ja, Dänemark hat im ersten Spiel verloren gegen die Finnen. Die müssten eigentlich gewinnen, wenn sie noch Chancen aufs Weiterkommen haben wollen. Noch einmal klare Bank für mich. Ja, und Belgien hat die erste Partie auch gewonnen, ohne Probleme. Und Rollen sind verteilt und ja, dementsprechend schauen wir mal, wie sich die Dänen aufbäumen können. Sie probieren es gleich einmal von Beginn. Tut mir leid, Probieren sich durch. Fehler, Belgien hat die erste Partie unentschieden gespielt. Oder gegen Russland gewonnen? Gewonnen 3-0. Gewonnen. Ja, Belgien jetzt mit der Chance. Flanke kommt nicht an. 17. Spielminute, Witzel über links. Laufpass auf Hazard mit Lukaku und Ja, da kommt noch vor dem Verteidiger am Ball, aber der Winkel zu spitz. sehr spitz, ja. Muss Schmeichel auch nicht mehr zum Ball gehen. Nein, Ja, tut er ungefährlich. zwar, aber müsste er nicht. Ja, wieder die Belgier mit der Dries nächsten Mertens. Chance wieder auf De De Bruyne. Bruyne. Und den muss er eigentlich Da ist machen. es, Ja, da den macht er ist es, natürlich, ganz ganz klar. 1:0 für Belgien. Gott sei Dank liege ich mit dieser Vermutung nicht so falsch, dass auch De Bruyne ein Kandidat ist, dass er hier viele Tore schießen wird. Vielleicht holt er sich die Krone am Schluss des Torschützen. Ja, schön rausgespielt auf alle Fälle und wieder ins kurze Eck. Ja, interessant, dieses Schema kennen wir schon aus dem ersten Spiel in dieser Gruppe. De Bruyne steht wieder allein im 16er, also für einen Mittelfeldspieler sehr offensiv. Trägt auch die Nummer 7. Ja, Belgien geht in Führung gegen Dänemark, wie erwartet. 33. Minute, es wird so weitergehen. Ja, aber jetzt kommen mal die Dänen Schauen wir mal. vorne. Der Dolberg, Kämpfen sich gut durch, aber zu ein wenig. bisschen Paulsen stolperig. Jetzt Paulsen auf der Außen. wieder auf Außen, in der Mitte wartet Paulsen auf den Ball. Wieder Kommt er hin? zurückgespielt. Schöne jetzt. Wieder raus auf Schöne. Gut gespielt. Schöne Flanke, aber kann abgewehrt werden von den Belgiern. Gibt noch eine Ecke in dieser ersten Hälfte. Aber Die wird bringt wohl mehr nichts, wenn sie uns nicht gezeigt wird. gezeigt Okay? wird. Ja, zweite Spielhälfte wieder De De Bruyne Bruyne mit dem Kopf. und 2:0 für Das Belgien. ist das 4. Tor des Belgiers De Bruyne in diesem Turnier. Das muss ich mir erst einmal nachmachen. Zweites Spiel, 4. Tor, eines davon mit dem Kopf. stark. Untypisch für ihn. Sehr, sehr stark von ihm. Ja gut, er steht aber auch sträflich alleine, bewegt sich nur einen Meter, einen Schritt weg vom Verteidiger und der Verteidiger schläft. Er ist die individuelle Klasse, die sich hier durchsetzt. Ja, Schmeichel schaut leider auch nicht gut aus, den Ja. hätte er haben können. Hätte er eigentlich auch haben können, aber ein wuchtiger Kopfball anscheinend von De Bruyne. Ja. In meinen Augen nur noch eine Frage, wie hoch Belgien hier gewinnen wird. Ja, nächste Chance gehört Dänemark.
In der 81. Spielminute. Jetzt über Der Paulsen, muss braucht er schieben nur zur in die Mitte. Da hat er das Auge nicht, der ist ein Stürmer, er muss Ai, schießen. ai, ai. Schade, sehr schade. Der Zu eigensinnig hier. Der Braucht nur ganz ablegen. alleine in der Mitte freigestanden Ja, hier. der Kollege regt sich zurecht auf. Eindeutig. Ja, gleich die Ecke hinten nach. Klare Sache, Eriksen findet der Paulsen diesmal. Ja, wieder von Courtois schon, der große Torhüter der Belgier. Ja, und jetzt geht wieder nach Mertens, vorne der schnelle tragt den Ball nach Über vorne. Mertens, Wahnsinn, wie schnell. in der 85. Minute noch diese Schnelligkeit. Ja, Und da Wahnsinn, ist traumhaft. Kastanje. Das gibt noch eine Ecke, oder? Und der war am Pfosten meiner Meinung nach. Sehr schön. Also knappes Ding für Dänemark hier. Gibt, glaube ich, keine Ecke. Ja, und wieder Belgien jetzt die letzten Minuten. Natürlich über die Außen nochmal mit Flanke, wird aber leider abgepfiffen. Ja, Belgien gewinnt, verdient mit 2:0 auf alle Fälle. Ja, De Bruyne mit dem Doppelpack heute, also der Der ist heiß. sehr heiß, ja, Absolut. auf diese Ja, Europameisterschaft. das war's für Dänemark in meinen Augen. Die haben keinen Weg mehr zurück hier, glaube ich. Auch nicht im Mit- letzten Spiel. Auch nicht im letzten Spiel, da geht es gegen Russland dann für die Dänen. Ich glaube, Vielleicht möglicherweise über einen Sieg über Russland den Lucky Loser noch mitzunehmen in diesen. mit so vielen Gegentoren, mit 2 Gegentoren jetzt allein in dem Spiel, glaube ich nicht. Muss man abwarten dann, wie die anderen Gruppen ausgehen. Definitiv, glaube ich aber trotzdem nicht. Ja, so, jetzt springen Jetzt wird's wir. ernst, oder? Jetzt springen wir in die Gruppe C mit der nächsten Partie zwischen Österreich und Niederlande. Auf geht's, Österreich schießt ein Tor. Ja, Niederlande spielt zu Hause, Österreich auswärts. Deiner Meinung nach sind sie stärker zu Hause oder auswärts? Wer, die Österreicher oder die Holländer? Die Österreicher. Die Österreicher natürlich zu Hause mit den Fans im Rücken, aber wir unterstützen sie fleißig vor den TV-Geräten und was wir sonst noch alles zum Streamen haben. Wird aber ganz schwierig gegen die Holländer. Wie gesagt, ich habe mir im ersten Spiel schon mehr erwartet von den Holländern. Ich hoffe natürlich jetzt durch die rot-weiße Brille, dass ihnen in diesem Spiel nicht der Knopf aufgeht. Ja, Österreich heute auch mit dem Auswärtstrikot im Sehr schön, Schwarz-Weiß. gefällt mir gut, ich mag es. Ja, dann starten wir in diese Partie hinein. Niederlande mit dem Anstoß. Aufstellung von den Österreichern unverändert. Arnautovic spielt Genau. wieder die Die erste Sturmspitze. Chance gehört den Österreichern. Baumgartlinger. Baumgartlinger auf Sabitzer. Sabitzer, Und 1:0. sehr schön, da ist es! 1:0 für Da ist Österreich. es, ganz trocken. Der Sabitzer hat sich sehr gut entwickelt. 10. Spielminute. Österreich fängt Wahnsinn. schnell an. Wahnsinn, Wahnsinn. Super. So darf es weitergehen. Sehr schön herausgespielt. Baumgartlinger hat ein gutes Auge gehabt für Sabitzer. Traumpass, aber auch eine große Lücke hier. Da hat Ja. Sabitzer, ist leicht für ihn, dass er den Ball hier unterbringt im Tor. Macht er mit dem Außenriss sehr schön. Ja, und halt für routiniert. Silesen sehr schönes Tor. Ja, da freuen sie sich und wir uns alle mit ihnen. Super. Ja, das ist das wichtigste Spiel für die Österreicher dieser Gruppe gegen die Definitiv. Niederlande. Absolut. Wenn wir da Punkte mitnehmen können, dann schaut es mit dem Aufstieg gut Ja, und aus. da kommt Wir die spielen nächste weiter Flanke von Alaba, Arnautovic. Matovic, Leimer, wieder auf Alaba. Und das Ah. findet aber keinen Abnehmer mehr. Das war nicht Fisch, nicht Fleisch. Es gibt Freistoß für die Österreicher. Ah, David das- Alaba, der auf den Den kann er Ausführen. direkt machen. Schauen wir mal. Position. Silesen noch am Mauer einrichten, dass da ja nichts passieren kann. Im Hintergrund die Welle durchs Ja, Stadion. sehr Der ist weit, 30 Meter. Kommt die Lupft er hinein, aber ungefährlicher Freistoß. leider nicht gut. Und wieder die Welle zu sehen. Ja, hat man vorher schon im Hintergrund kurz gesehen. Danke an die Regie, dass sie uns das einblenden. Memphis jetzt nun mit der Ecke für die Holländer. Jetzt kommt Holland vielleicht zur ersten guten Chance. Nein, aber bleiben im Ballbesitz. Noch gefährlich. Von Dijk Virgil wieder van vorne Dijk. mit, auf Bergwein. Ja, Und sehr Dragovic gut, stark Dragovic. verteidigt. Sehr, sehr Jetzt gut. wieder die Österreicher. Leimer wieder. Dreh- und Angelpunkt. Super. Vorne auf Alaba. Schön gemacht von Gut, auf David den Alaba. Aussteigen. Und das Probiert! ist das Da 2:0. ist es! Traumtor! Sehr schönes Tor von Alaba und die Österreicher Das führen glaubt mit man ja 2:0 nicht. Das gegen die glaubt man ja Holländer. nicht. Ein großer Schritt Richtung Gruppenaufstieg, würde ich sagen. Ja, wenn sie jetzt diese gilt Partie es, das gewinnen. zu halten. Ja. 6 Punkte für Österreich aus 2 Spielen. Also Maximum, wer hätte das geglaubt? ja, schöner Abschluss von Alaba. Ein Traumabschluss, Mit dem auch wieder Außenriss. Außenriss, langes Eck. Könnte Silesen eventuell vielleicht halten. Aus dieser Distanz mache ich ihm hier keinen Vorwurf, nein.
Außerdem Alaba, wir wissen, was der für eine Klasse hat und für eine Wucht in seinem linken Schuss. Ja, schaut gut aus für die Österreicher. Ich liebe es. Und das in der ersten Halbzeit. Wahnsinn, Schiri, Badeschluss, abpfeifen, Ja, springen wir in die zweite Halbzeit über. blind. Für die Niederländer geht's los. Ah, Geht zum Eckball. wieder mal. Ecke ausgeführt. Alaba holt sich den. Gut. Wird aber nichts draus. Bringt nichts. Nächste Chance für die Niederlande. Das spielen sie aber gut. Da sind sie jetzt schon durch. 4 gegen 2. Schön außen gesehen. Etwas Jetzt kommt zu die Verteidigung steil. hinterher. Im Rückraum schön gepasst Ja. und der Abschluss war Gerade nicht so noch Ulmer, wenn ich es gesehen habe, hat noch seinen Fuß dazwischen. Wichtig. Ja, ganz wichtig. Ja, Sein sehr schön Knie. gesehen. Sonst wäre der schwer haltbar gewesen. Ja, Eckball für die Niederlande. Wieder schlechte Reingabe, wieder von Österreich gut verteidigt. Bleiben Aber aber die im Chance auf einen Ballbesitz. Konter? Wijnaldum, Nein. schwer aus der Drehung. Schwerste Drehung, ja. Ja, ich habe das Gefühl, die Holländer verzweifeln hier ein bisschen an der österreichischen Abwehr. Kompliment an Hinteregger und Co. Ja, wir sind schon in den Schlussminuten. Das Ja, sieht das schaut doch gut nach aus. einem Sieg für Österreich aus. Wird Österreich vielleicht noch mit einer Chance? Schön gespielt auf Traumhaft. Alaba. Die Flanke kann noch kommen, oder? Er lässt sich mit Absicht Zeit, er möchte die Zeit runterlaufen lassen. Verliert aber den Ball. Kontermöglichkeit. Glaube ich, Aber dass das nicht mal Die mehr geht sich nicht mehr wird. aus, oder? Nein. Nein, das ist der Ball für die Österreicher. Und der Sieg für die Österreicher. Aus ist es, So ja. ist es. Österreich hat 6 Punkte nach 2 Spielen. Das müsste der Aufstieg sein. Starkes Auftreten Das ist der der Österreicher auf alle Fälle bisher in der Europameisterschaft. Ja, wir kommen in den erweiterten Favoritenkreis, würde ich meinen. Wie stehen die Chancen deiner Meinung nach? Also du meinst ja, dass sie Europameister werden, aber jetzt, wie glaubst du, wie weit dass sie wirklich kommen? Ich bleib dabei. Bleibst bei der Europameisterschaft? Nein, natürlich nicht. Man muss hier fair bleiben, wie gerade erwähnt. Wir sind im erweiterten Favoritenkreis. Für eine Überraschung sind wir schon seit Jahren gut. Konstanz fehlt leider Gottes immer wieder. Wir haben Einbrüche gegen die kleineren. Und jetzt sind wir mal in der Gruppe weiter, würde ich sagen. Perfekt. Ja, dann schauen wir uns noch die letzte Partie dieses Spieltages an. Die heißt Nordirland gegen Ukraine. Meiner Meinung nach vielleicht eher ausgeglichener die Partie. Ja, ein Duell der Giganten würde ich es jetzt schmeichelhaft nennen. Das wird sehr ausgeglichen sein. Ja, dann schauen wir uns die Highlights dieser Partie auch noch an. Ja, Ukraine gegen Nordirland. Ukraine spielt zu Hause. Nordirland in grün, ganz klassisch. Ja, durch den starken Auftritt der Nordiren im ersten Spiel glaube ich auch, dass sie über die Ukraine drüber kommen werden. Wir vermissen die Nummer 9 aus dem ersten Spiel, oder täusche ich mich? Irland. Ah, danke schön, danke für den Tipp. Ja, und die Ukraine fängt an mit der ersten Szene im Offensiven. Und wieder die Ukraine nach vorne. Sehr Guter gut Abschluss gemacht. und Ja, tolle gut Parade. durchgesetzt. Gut den Körper reingestellt. Starker Abschluss. Tolle Parade vom Torhüter, auf alle Fälle. Rechtzeitig unten, ja. Aber er regt sich über seine Vorderleute auf und das zu Recht. Ja, der Eckball für die Ukraine gleich hinten nach. Aber wird nichts draus. Gegen die großen Jetzt auf der anderen Nordiren. Seite Eckball für die Nordiren. Mit Ja. keiner schlechten Chance. Schließe ich mich an. Und wieder die Ukraine, die spielen besser nach vorne hinzu, aber wieder der Torhüter da. Sie wollen es um die kleine Spur mehr derzeit als die Nordiren, aber der Tormann hält die Null. Da kann er sich ruhig mal auf die Schulter klopfen. Ja, die Ukraine ja mit schon einem Punkt gegen die Holländer Ja, ja. geholt. Die Nordiren haben verloren gegen Österreich. Die müssen eigentlich mehr gewinnen. Mhm. Schaut da aber nicht danach aus. Es geht weiter, nur in eine Richtung. Jetzt sollte mal drin Wieder. sein, wieder nicht. Tolle Parade. Nochmal in der Zeitlupe. Hält ihn sicher.
Peacock Farrell. Jetzt vielleicht die Ecke für Irland. Da greift der Dormann Greift dagegen. der Torhüter, kriegt den Ball nicht. Daneben. Was macht Nordirland jetzt draus? Noch eine Flanke. Wow. Ja, gefährlich. Eine enge Nord Geschichte. Nordirland wird gefährlicher auf alle Fälle. Kopfball nach einer Ecke vielleicht? Auch nicht. Auch nicht. Freistoß. Jetzt sind wir in der Zweite zweiten Halbzeit schon. Hälfte. Freistoß für die Nordiren. Findet Wieder auch nichts. keinen Abnehmer wieder. Und jetzt auch wieder die Ukraine. Spielen schöner raus. Jetzt entweder der Abschluss. Na, wird Kommt verteidigt. nicht. Ah, Fehler von den Nordiren. Was für einer. Wieder Ja, Ecke. kein attraktives Spiel, muss man sagen, für die Zuseher. Es kommen keine klaren Torchancen wirklich zustande. Die Ukrainer haben es ein, zwei Mal probiert. Zu wenig. Ja, Jetzt Ukraine vielleicht? spielt weiterhin nach vorne viel besser als die Abseits. Nordirland. Aber es war abseits, ganz klar. Jetzt vielleicht die Nordiren. Ah, schlechte Nicht gut, Reingabe. sehr, sehr schlecht. Und wir sind in der Nachspielzeit. Kommt die Ukraine jetzt vielleicht Uh. fast Tor? So, Ah, gut verteidigt von Nordirland. früher den Pass spielen, dann steht allein vom Tor der Kollege. Und das war's. Ja, Keine hochinteressante Partie, viele Chancen. Nichts verwertet leider auf beiden Seiten. so ist es. Meiner Meinung nach die Ukraine aber trotzdem die bessere Mannschaft. Ja, wenn eine Mannschaft hier die 3 Punkte hätte mitnehmen dürfen, dann eher die Ukraine. Aber es ist gerecht. Ich glaube, beide Mannschaften werden sich zu Recht aus dem Turnier verabschieden. Ja, somit sind wir wieder am Schluss angelangt dieses 7. Spieltages. Österreich führt die Gruppe C auf alle Fälle an mit 6 Punkten. Du entnimmst meinem Gesichtsausdruck, wie sehr ich mich freue. Ja, und die Niederlande hat weiterhin nur einen Punkt, Schlusslicht der Gruppe. Interessant auf alle Fälle, hätte man nicht geglaubt. Das ist richtig, ja. Ja, und Nordirland und Ukraine haben beide jetzt 2 Punkte. Also Nordirland einen und Ukraine hat 2 Punkte jetzt. Ja, Das und läuft für Holland auf den letzten Spieltag hinaus, aber ich glaube auch noch, dass sie das schaffen werden. ja, Holland spielt auf alle Fälle noch gegen Nordirland. Wie, Sie brauchen wie wir trotzdem- gesehen haben, nicht leicht gegen die Nordiren Ja, auf alle ja. Fälle. Ja, dann verabschiede ich mich von dir heute. War wieder sehr lustig. Danke, es war mir heute eine besondere Freude. Ja, natürlich, Österreich kommt natürlich weiter. Ja, dann bedanke ich mich bei dir und verabschiede mich.